Guten Tag, liebe Freunde. Heute Gemeindegründung, die 10. Und ich möchte heute über eine spannungsvolle Frage sprechen, die viele Gemeindegründer oder Gründer von Kleingruppen oder wie wir hier in Berlin sagen, von Bases, herausfordert, nämlich das Spannungsfeld Menschen und Systeme. Wenn wir miteinander einen Text aus der Bibel anschauen, den ich oft gebrauche in verschiedener Hinsicht, aus dem Epheserbrief Kapitel 4, da haben wir eine Aussage von dem Autoren, sehr wahrscheinlich Apostel Paulus, der sagt, und der den Himmel gekommen ist, wieder zurückgekommen ist, er hat einige gegeben als Apostel, Propheten, Hirten, Evangelisten und Lehrer. Viele von euch kennen den Text und dann sagt er, um die Gott zugehörenden oder die Heiligen, je nach Übersetzung, oder sein Volk zum Werk des Dienstes auszurüsten oder fähig zu machen, damit der ganze Leib Christi, also die Menschen, die zusammengebaut werden, so zusammengebaut werden, dass sie in die Fülle der Einheit des Glaubens und Erkenntnis des Sohnes Gottes kommen. Das ist Epheser Kapitel 4, Verse 10 und folgende. Und er sagt dann, damit sie in die Fülle in Christus kommen. Und ein Aspekt, die anderen können wir weglassen, ist, Christus gibt Menschen Berufungen, damit diese Menschen andere Menschen befähigen und sie durch die Befähigung fähig werden, gemeinsam, in anderen Texten, ein Wohnort für Jesus Christus zu sein, ein Tempel, in dem er regiert, zum Beispiel, ein Leib, den er führt, ein anderes Beispiel, ein Kunstwerk, das er geschaffen hat, wiederum von außen gesehen, ein anderes Beispiel. Und das Ziel des ganzen Textes ist im Grunde genommen, uns zu zeigen, es geht nicht um Systeme. Es geht auch nicht um Kausalzusammenhänge, also zum Beispiel drücke diesen Knopf, dann geschieht das, sondern es geht bei Gemeinde immer um Gott, um Menschen. Und somit sind Systeme nicht sehr hilfreich, denn Systeme, die klären, wie muss ich vorgehen, damit ich das und das erreiche. An vielen Orten können die natürlich genutzt werden, das ist nicht meine Frage, aber wie viel Sicherheit vermittelt mir ein System, wenn es doch gar nicht um die Etablierung von Systemen geht, sondern um das Wachstum von Menschen. Du wirst sagen, aber es gibt doch auch Systeme, die den Menschen dabei helfen zu wachsen. Da würde ich sagen, absolut, das ist doch keine Frage. Meine Frage ist mehr, wo liegt der Fokus? In der Durchsetzung von System oder im Blick auf den einzelnen Menschen? Als junger Christ war ich in einer Bewegung, die nannte sich Shepherding-Bewegung. Da hatte jeder seinen Shepherd, seinen Hirten. Interessanterweise bezahlte auch diesem Hirten seinen Zehnten. Und er musste in der Beziehung zu diesem Hirten lernen, sich unterzuordnen, nachzufolgen und so weiter. Nun, damals merkte ich dann plötzlich, das System wurde wichtiger als der Mensch. Und genau das hat mir dann gezeigt, das kann es nicht sein. Wenn ich heute zurückblicke, muss ich sagen, ich habe viel Gutes gelernt da drin. Nachzufolgen, nicht der Erste zu sein, der Zweite, zuzuhören, zu wachsen, mich nicht zu wichtig zu nehmen. Aber trotzdem, wenn du im Gemeindebau engagiert bist, suche nicht zuerst funktionierende Systeme. Suche zuerst in deiner Gottesbeziehung, wie er möchte, dass du dich auf Menschen beziehst und ihnen dabei hilfst, reif zu werden. Wir sind im Business von Menschen und wir sind nicht dazu gesetzt, dass wir erfolgreich Gemeinde bauen. Wenn jemand schreibt, Gemeinde muss funktionieren, erfolgreich sein, ist das für mich immer so ein Fremdwort beinahe.
Denn es geht nicht um Erfolg, es geht um Menschen. Es geht darum, dass wir uns multiplizieren. Es geht darum, dass Menschen ihren Platz finden. Es geht darum, dass Menschen ermutigt sind. Es geht darum, dass wir gemeinsam mit den anderen Jesus ähnlicher werden. Somit, wenn du im Gemeindebau drin bist oder Gemeindegründung, achte zuerst auf die Menschen. Bete darüber, lass dir von Gott schenken, was er dir über diese und für diese Menschen sagt und gib diesen Menschen Raum zu wachsen. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende und eine kraftvolle Woche.